endlich wieder mit ihrem Sohn kochen. Dass sie ihren Alltag wieder leben können, ist nicht selbstverständlich, sagt Claudia Tassinari. Der alleinerziehenden Mutter fällt es noch immer schwer, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Ich habe halt gemerkt, dass ich ja auch ein Trauma erlebt habe. Das eigene Kind fast sterben zu sehen und keiner nimmt das so wirklich wahr oder ernst. Sie ist überzeugt, Leonardos Leben war in Gefahr und das hätte verhindert werden können. Als ihr 13-jähriger Sohn an einem Freitagabend im Juli über Schmerzen im Bauch klagt, ahnen beide noch nicht, was auf sie zukommt. Es fing an, dass er abends auf einmal gesagt hat, oh, ich habe so Magenbeschwerden und es ging ihm nicht so gut. Und dann hat er angefangen, kurze Zeit später sich zu übergeben. Aber nicht ein- oder zweimal, sondern er hat sich andauernd übergeben. Also es gab gar keine Pausen mehr dazwischen und das ging die ganze Nacht so. Medikamente gegen Übelkeit helfen nicht. Leonardo bekommt Fieber. Mittlerweile ist Samstag und sein Zustand verschlechtert sich rapide. Dann bin ich halt mit meinem Auto ins Kettler-Krankenhaus nach Offenbach gefahren. Er konnte kaum laufen. Ja, und also konnte nur noch gebückt laufen. Es war sehr schwierig, auch ihn zur Notaufnahme zu bringen. Ich musste den stützen. Ich bin ja jetzt auch nicht sehr groß und stark und habe dann geklingelt, habe gebeten, dass sie meinem Sohn helfen. Ihm geht's so schlecht, ja. Und sie hat ihn auch angeschaut und hat gesagt, ja, also der ist unter 18, da nehmen wir keinen auf. Ihr wird gesagt, sie solle mit ihm zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gehen. Aber auch dort werden die beiden schon bei der Anmeldung abgewiesen. Ja, sie war sehr kalt zu mir, hat gemeint, ja, wie alt ist denn Ihr Sohn? Und dann habe ich gemeint, ja, der ist 13. Dann hat sie gemeint, das ist nicht, also wir sind dafür nicht zuständig. Und ich müsste zum kinderärztlichen Notdienst. Ich kann ihn dort nicht mehr hinbringen. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Sie hat gemeint, nein, es geht nicht. Ja, der hat überhaupt keine Kräfte mehr gehabt, hat mich gebeten, hat mich auch gebeten, irgendwas zu machen. Bitte hilf mir, Mama, ich will nicht mehr leben. Ich habe so Schmerzen, Mama, bitte hilf mir. Ich kann nicht mehr. Das muss aufhören. Der kinderärztliche Notdienst hat geschlossen. Ohne ärztliche Untersuchung fahren die beiden nach Hause. Am Sonntagabend wählt seine Mutter den Notruf. Leonardos Zustand hat sich weiter verschlechtert. Er hat 40 Grad Fieber, Durchfall, Erbrechen und schlimme Schmerzen. Die Sanitäter bringen ihn in die Notaufnahme des Sana-Klinikums. Hier dann der Schock. Sein Entzündungswert beträgt 280. Der Normalwert liegt bei unter 5. Ein paar Stunden später wird Leonardo operiert. Er hat einen Blinddarmdurchbruch. Infolge einer nicht rechtzeitig behandelten Blinddarmentzündung. Teile des Bauchraums sind bereits vereitert. Mein Hauptvorwurf war, dass so viele Instanzen nicht geholfen haben, die eigentlich hätten helfen können. Warum wurde Leonardo vom Kettler Krankenhaus und vom ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV abgewiesen? Wir bitten beide um eine Stellungnahme. Das Kettler Krankenhaus schreibt uns: Liegt keine akute vitale Bedrohung vor, so werden die Patientinnen und Patienten an die niedergelassenen Kinderarztpraxen bzw. den kinderärztlichen ärztlichen Bereitschaftsdienst verwiesen. Der von Ihnen geschilderte schlechte Patientenzustand erfüllt nicht die Definition einer akuten vitalen Bedrohung. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen schreibt: Wir bitten um Verständnis, dass wir in dieser Sache derzeit kein Statement abgeben. Für uns steht momentan im Vordergrund, die Geschehnisse vollständig und lückenlos aufzuarbeiten, um letztlich fundiert Stellung beziehen zu können. Leonardos Blinddarmdurchbruch hätte verhindert werden können, wenn Notaufnahme oder Bereitschaftsdienst ihn untersucht hätten. Da ist sich Claudia Tassinari sicher. Mir geht es nicht darum, um irgendwie anzuklagen oder so, aber einfach das Anerkennen. Also das einfach zu sagen, oh, das ist vielleicht blöd gelaufen und jetzt sind wir auch sensibler und nehmen Eltern mehr ernst. Leonardo kämpft immer noch mit gesundheitlichen Folgen und das belastet die Familie sehr. Schönen guten Abend, Daniela Huploa, Medizinerin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Herzlich willkommen. Hallo.
Also das Problem war ja offensichtlich, dass sich weder die Notaufnahme im Krankenhaus noch der ärztliche Bereitschaftsdienst für Erwachsene für den 13-Jährigen zuständig gefühlt haben. Zu Recht? Ja, der kinderärztliche Notdienst wäre natürlich optimal bei einem Kind. Erst recht, wenn es jetzt um ein ganz kleines Kind ginge. Mit 13, finde ich, ist es schon eigentlich auch in den Erwachsenenbereich wäre es möglich. Ich denke, das Wichtigste wäre an der Stelle eine Einschätzung, wer hat überhaupt offen. Und da kann man bei der 11.6, 11.7 anrufen, das ist die Nummer vom ärztlichen Bereitschaftsdienst. Der auch für Kinder zuständig ist. Der auch für Kinder zuständig ist. Die würden erstmal auch eine Abklärung machen. Ist es ein akuter Notfall? Ist es etwas für den ärztlichen Bereitschaftsdienst? Gibt es einen kinderärztlichen Bereitschaftsdienst? Der offen hat, weil der hat ja auch offen zu, hat, weil das Problem ist auch, dass der kinderärztliche Bereitschaftsdienst nicht an allen Tagen aufhat, auch nicht lang abends aufhat, sodass man eigentlich auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst auch mit einem Kind angewiesen sein kann. Okay, also diese Nummer ist absolut wichtig, 11.6, 11.7. Muss man natürlich erst mal wissen. In seiner Not fährt man natürlich erst mal irgendwo hin. Aber das gibt's ja auch bei Erwachsenen, ne? Dass man irgendwie einfach vor der Tür steht und sagt, ich brauche dringend Hilfe und man wird abgewiesen. Wie sollte ich mich dann verhalten in so einem Moment? Ja, also man sollte möglichst nicht von sich aus einfach in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen. Zum ärztlichen Bereitschaftsdienst kann man direkt hingehen, aber ich würde wirklich diese Nummer 11.6, 11.7 sehr betonen, weil die Abklärung machen. Ist es ein Notfall für den Notarzt, den zu rufen? Ist es etwas für den ärztlichen Bereitschaftsdienst? Und die wissen dann auch in der Gegend, wo man wohnt, wo ist der ärztliche Bereitschaftsdienst? Wer hat wie lange auf? Gibt es einen kinderärztlichen Bereitschaftsdienst? Oder wenn der ärztliche Bereitschaftsdienst schon zu hat, weil die haben auch nur in der Regel bis 24 Uhr auf, welche Notaufnahme eines Krankenhauses ist offen? Okay, aber diese Telefonnummer ist wirklich 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Und da sollte man anrufen. Aber nochmal, in manchen Ländern ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Wenn ich jetzt irgendwo hingefahren bin und stehe da und werde abgewiesen, was sollte ich dann tun? Also ich fände es schon wichtig, sich nicht vorne am Empfang abweisen zu lassen und dann zu sagen, nein, bitte, ich möchte, dass mich ein Arzt, eine Ärztin anschaut. Dass man sich nicht von jemand, der jetzt es möglicherweise nicht wirklich beurteilen lässt, abweisen lässt. Das fände ich sehr, sehr wichtig. Und wenn man weiterverwiesen wird, wie in diesem Fall zu sagen, gehen Sie an den kinderärztlichen Notdienst, dann darum zu bitten, ob der überhaupt aufhat, dass man dort anruft, dass man vielleicht angekündigt werden kann, aber dass man sich nicht wegschicken lässt und steht dort wieder vor der Tür. Okay, also das haben wir jetzt auch verstanden, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, um auch so ein bisschen die Menschen, die dort arbeiten, in Schutz zu nehmen. Also wenn alle einfach immer zur Notaufnahme fahren, dann sind die völlig überlastet und können gar nicht mehr echten Notfall vielleicht nicht. Das ist leider im Krankenhaus das Problem, dass eben manche Leute aus Unkenntnis hingehen mit Problemen, die eigentlich auch noch warten könnten, die nicht jetzt in der Nacht behandelt werden müssen. Oder manche sich auch denken, sie können sich die Wartezeit in der Praxis sparen. Die Notaufnahmen sind zu voll. Das Personal ist am Rande zum Teil. Ja? Deswegen sollte man da wirklich nur hingehen, wenn es wirklich was Wichtiges ist. Genau. Und die 11.16, 11.6, 11.7, so, die sortiert auf jeden Fall gut vor. Genau. Und Ausnahme ist natürlich noch mal richtig lebensbedrohlich. Dann ruft man natürlich nach wie vor die 112. Dann ruft man den Notarzt an, genau. In dieser Hotline jetzt, 11.6, 11.7. Ich sag's heute total oft, damit man sich's wirklich merkt. Ja, aber die Nummer kennen, glaube ich, immer noch nicht alle. Wenn man da in der Warteschleife hängt, kann ja auch passieren. Ne? Auch die sind vielleicht, da haben die wirklich Spitzenzeiten. Wie lange ist es akzeptabel? Haben Sie es mal ausprobiert? Genau, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe 15 Minuten gewartet. Das finde ich absolut akzeptabel. Vielleicht dauert es auch mal länger. Andererseits ruft man da an, wenn es nichts Lebensbedrohliches ist. Wenn es etwas Lebensbedrohliches ist, ich habe eine Vergiftung, ich habe schwere Blutungen, Verdacht auf Herzinfarkt, Schlaganfall, irgendwas, Atembeschwerden starke oder so, dann ruft man den Notarzt an. Unter 112. Ja. Alles andere, was nicht lebensbedrohlich ist, aber auch bis zum nächsten Tag nicht warten kann, 11.6, 11.7, die machen die Abklärung. Und da hängt man auch nicht stundenlang in der Warteschleife. Okay, vielen Dank, Frau Hoplohr. Gerne. Dankeschön.
Also helfen wir alle mit, dass es rund läuft im Notdienst. Bei Beschwerden, mit denen man normalerweise in die Hausarztpraxis gehen würde, ist nachts und am Wochenende die 116 117 zuständig. Dort bekommt man auch Informationen über Kinderärzte. Die Notaufnahme im Krankenhaus bitte nur, wenn es wirklich ernst ist. Und im Zweifelsfall lassen Sie sich nicht abwimmeln, sondern bestehen Sie auf ein Gespräch mit einem Arzt, mit einer Ärztin.